Ich bin Grundstein. Und heute rede ich nicht um den heißen Brei herum. Jeder wartet auf den großen Knall. Die Preise sollen über Nacht um 50% einbrechen. Die Nachrichten sollen voll davon sein. Alle sollen in Panik verfallen. Aber genau das wird nicht passieren. Stattdessen passiert etwas viel Schlimmeres und kaum jemand bemerkt es. Zwischen 2023 und 2025 sind die deutschen Immobilienpreise um etwa 15% gefallen. Seitdem bewegt sich der Markt seitwärts. Du sitzt ab auf deiner Couch und denkst, das Schlimmste ist überstanden. Kein Kredit mehr. Das Haus gehört mir. Was soll schon passieren? Genau dieses Gefühl, diese trügerische Ruhe ist es, das dich in die teuerste Falle deines Lebens führt. Warum der Markt nicht weiterfällt? Lass mich dir erklären, warum die Preise nicht ins Bodenlose stürzen und warum dich das trotzdem nicht retten wird. In Deutschland fehlen über 700.000 Wohnungen. Gleichzeitig ist der Neubau praktisch zum Stillstand gekommen. Bei Baukosten von 3.000 bis 4.000 Euro pro Quadratmeter ohne Grundstück kann sich kein normaler Arbeitnehmer mehr ein neues Haus leisten. Die gesamte aufgestaute Nachfrage verschiebt sich also auf Bestandsimmobilien. Auf Häuser wie deins. Auf dem Papier klingt das nach einem Vorteil für dich. Tut es, ich weiß. Ich, Grundstein, habe diesen Gedanken selbst oft gehört und er ist gefährlich falsch. Mai 2026, das Spiel hat sich geändert. Im Mai 2026 tritt die EU-Gebäuderichtlinie vollständig in Kraft, was vorher nach politischem Theater in Brüssel klang. Wird jetzt bitter ernst für dein Portemonnaie. Ab sofort spielt es keine Rolle mehr, ob dein Garten gepflegt ist, ob du das Bad vor 10 Jahren renoviert hast oder ob die Lage eigentlich ganz nett ist. Banken, Finanzämter und Behörden schauen nur noch auf einen einzigen Buchstaben deiner Energieeffizienzklasse. Steht da ein EF, Gesetz oder H, dann besitzt du kein Betongold mehr. Du besitzt eine tickende finanzielle Zeitbombe. Ein sogenanntes Stranded Asset, ein gestrandetes Vermögen, das niemand mehr anfassen will, Punkt die Rechnung, die dir keiner zeigt. Ich möchte, dass du jetzt wirklich aufpasst. Das hier ist der Kern von allem, was Grundstein dir heute sagen will. Du schaust auf Immobilienportale und siehst hohe Angebotspreise. Nennen wir das Wert. Du buchst diesen Betrag gedanklich auf dein Vermögen. Du fühlst dich sicher. Aber du musst zwingend Wert bald abziehen, den Sanierungszwang. Wir reden nicht von frischer Farbe oder einem neuen Bodenbelag. Wir reden von einer neuen Wärmepumpe, vollständiger Dämmung der Außenfassade, Austausch aller Fenster gegen dreifach verglaste Scheiben. Dachdämmung. In der heutigen Marktlage mit explodierenden Material- und Lohnkosten. Summiert sich das auf 100.000 bis 150.000 Euro, realistisch ohne Spielraum, Punkt ein echtes. Vermögen lautet also nicht Wert En, es lautet Wert En minus Wert Byte. Kein Käufer, keine Bank, keine Chance. Stell dir ein junges Paar vor, das dein Haus kaufen möchte. Sie kämpfen ohnehin mit hohen Zinsen und Inflation. Wenn sie zur Bank gehen, rechnet die Bank im Jahr 2026 nicht mehr blind den Kaufpreis durch. Die Sanierungskosten fließen zwingend in die Kreditprüfung ein. Das Ergebnis? Das Paar kann dir deinen Wunschpreis nicht zahlen. Ihre Kreditlinie ist durch den gesetzlichen Sanierungsaufwand bereits ausgereizt. Die Bank sagt nein. Du musst den Preis drastisch senken, genau um die Summe der Sanierungskosten, oder das Haus bleibt einfach liegen. Grundstein sagt dir das nicht, um dich zu erschrecken, sondern weil ich will, dass du die Realität siehst, bevor es zu spät ist. Dein Haus ist auf dem freien Markt de facto illiquide geworden. Dann vermiete ich eben. Vielleicht denkst du jetzt, gut, ich verkaufe nicht. Ich bleibe drin oder ich vermiete. Ich verstehe diesen Gedanken, aber auch hier schlägt die Realität unerbittlich zu. Neue Regulierungen machen es zunehmend unrentabel, ein energetisch veraltetes Haus zu vermieten. Die CO2-Abgabe, die Jahr für Jahr weiter steigt, wird zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Basierend auf der Energieeffizienz des Gebäudes. Bei einem schlechten Haus zahlst du als Vermieter den Löwenanteil. Deine realen Mieteinnahmen nach Steuern und Abgaben schrumpfen jeden Monat ein Stück mehr. Was auf dem Papier wie eine solide Einkommensquelle aussieht, frisst sich langsam selbst auf. Was 99% der Hausbesitzer nicht verstehen wollen. Hier kommt das Konzept, über das kaum jemand spricht und das ich, Grundstein, für das Wichtigste halte: Opportunitätskosten. Nehmen wir an, dein Haus hat heute noch einen realistischen Marktwert von 400.000 Euro. Die Sanierungskosten betragen 130.000 Euro. Dein echtes, liquides Nettovermögen nach Abzug der Pflichtinvestitionen beträgt also 270.000 Euro. Wenn du diese 270.000 Euro stattdessen in ein breit gestreutes Portfolio mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 7% investierst, hast du nach 10 Jahren über 230.000 Euro zusätzlich erwirtschaftet. Dieses Geld steckt gerade in deinen Wänden. Es arbeitet nicht, es schläft. Und es schützt dich auch nicht vor dem, was kommt. Warum wir das nicht sehen wollen? Ich will ehrlich mit dir sein, auch über die psychologischen Fallen, in die wir alle tappen.
Der Besitztumseffekt, du hast vielleicht den Dachboden selbst ausgebaut. Deine Kinder sind in diesen Zimmern groß geworden. Diese emotionale Bindung lässt dich den objektiven Marktwert massiv überschätzen. Komm, Grundstein versteht das. Aber Banken, Finanzämter und EU-Bürokraten interessiert das kein bisschen. Die schauen auf den Energieausweis und nur auf der Bestätigungsfehler. Du liest die Artikel, die dir gefallen. Wohnraum bleibt knapp, Preise steigen langfristig immer. Das beruhigt. Gleichzeitig ignorierst du die fundierten Berichte über Sanierungspflichten, demografischen Wandel und explodierende Handwerkerkosten. Der Herdentrieb, die Nachbarn sanieren auch nicht. Also kann es ja so schlimm nicht sein. Aber wenn eine ganze Herde auf eine Klippe zuläuft, ist es keine kluge Strategie, einfach mitzutrotten. Das Ziel bleibt dasselbe, der Absturz. Dagrestis 2026, ich bitte dich jetzt, heute Abend etwas zu tun. Setz dich alleine an den Küchentisch. Kein Handy, keine Ablenkung. Beantworte 3 ehrliche Fragen. Erstens, was kostet es konkret, deine Immobilie auf Energieklasse D oder C zu heben? Keine Schätzungen. Hol dir echte Angebote von Handwerkern. Zweitens, was bleibt nach Abzug dieser Kosten vom realistischen heutigen Verkaufspreis wirklich übrig als liquides, echtes Vermögen? Drittens, kannst du diese Sanierungskosten aus eigenen Mitteln stemmen, ohne deine Altersvorsorge zu zerstören? Oder müsstest du mit Mitte 40 oder 50 einen neuen Kredit aufnehmen, den du bis ans Lebensende abbezahlst? Dieser Test tut weh, weil ich weiß das. Grundstein macht dir keine falschen Versprechungen. Er wird dir möglicherweise zeigen, dass du auf dem Papier deutlich ärmer bist, als du gedacht hast. Aber genau das ist der Punkt, die Wahrheit jetzt zu kennen, ist 100-mal besser als die Überraschung in 5 Jahren. 2 Wege, beide unbequem, es gibt keine Wunderlösung. Es gibt keine Option ohne Verlust. Es gibt nur die Wahl zwischen 2 unangenehmen Wahrheiten. Option 1, du akzeptierst den Preisabschlag. Schluckst deinen Stolz und verkaufst, solange der Markt noch seitwärts läuft. Solange es noch Käufer gibt, die bereit sind, die Sanierung zu übernehmen. Das tut weh, aber es ist ein kontrollierter Schnitt. Option 2 war, weil du bleibst, du sanierst. Du investierst 130.000 oder mehr in die Wände, aber dann musst du dir vollkommen bewusst sein, dieses Kapital ist weg. Es arbeitet nicht für dich, es generiert keinen Cashflow, es wächst nicht. Keine dieser Optionen ist ein Grund zum Feiern. Aber nur eine bewusste, mathematisch fundierte Entscheidung schützt dich vor dem. Was ich die kalte Enteignung des deutschen Mittelstands nenne, mein Fazit, der große Crash kommt nicht als Schlagzeile. Er kommt als stiller Brief in deinem Briefkasten mit deinem Energieausweis. Die Zeit der romantischen Immobilienmärchen ist vorbei. Der Markt ist gespalten, hier die energieeffizienten Premium-Objekte. Dort Millionen unsanierter Bestandsbauten, die sich langsam in unverkäufliche Vermögensfallen verwandeln. Ich, Grundstein, sage dir das nicht, um dich zu entmutigen. Ich sag's, weil du die Wahrheit verdienst und weil du noch handeln kannst. Hör auf, ein passives Opfer zu sein. Werde zum rationalen Manager deines eigenen Vermögens. Wenn du nach diesem Stresstest feststellst, dass ein Verkauf sinnvoll ist, steht du vor der nächsten Frage, wohin mit dem freien Kapital? Wie schützt du es vor Inflation und Steuern, ohne in die nächste Falle zu tappen? Genau das schauen wir uns beim nächsten Mal gemeinsam an. Das war Grundstein. Denk selbst nach. Keine Anlageberatung,